grundiere ich mir erstmal meine Lippen, dass sie ein bisschen krank und tot aussehen. Und mit einem Concealer decke ich auch die Augenbrauen ab. Jetzt kommen die FX Special Tattoos dazu von maskeberlin.de, die einfach eine 3D-Wunde aufs Gesicht zaubern, ausschneiden und aufkleben. Bisschen mit einem nassen Tuch andrücken. Und du solltest auf jeden Fall ein bisschen üben, weil mein erstes Tattoo ist nicht so gut gelungen. Bei den anderen habe ich es besser verstanden, wie es funktioniert, und da sieht man den Übergang nicht mehr so stark. Also üb erstmal mit einem kleinen Tattoo. Ja, jetzt muss ich mich in einen Zombie verwandeln. Dazu nehme ich lila Lidschatten und gehe damit großzügig ums Auge herum. Das muss nicht besonders ordentlich sein, das verblenden wir später eh noch. Die Nase konturieren und auch so ein bisschen, wie wenn man jetzt starke Augenringe hätte, das nach unten ziehen. Und dann nehme ich ein dunkles Grau und gehe damit nochmal drüber, nah an den Augen entlang, am oberen und unteren Lid. Das mache ich an beiden Augen dasselbe. Und dann ziehe ich von der Nase runter an den Wangen entlang, um das zu konturieren. Dann das Auge hervorheben mit schwarzem Eyeliner oder Kajal, unten in die Wasserlinie und ein bisschen unterhalb des Wimpernkranzes ziehen. Dann mit schwarz oben auf das bewegliche Lid und unten auf das Lid ein bisschen konturieren. Jetzt kommt noch Rot dazu oder ein bisschen so lila-rot. Und das vermische ich mit dem Schwarz. Jetzt verblende ich alles, damit die Ränder schön sanft aussehen und das Ganze mit dem Gesicht verschmilzt. Ich konturiere noch das Kinn und die Wangen, damit ich ein bisschen mehr wie ein Toter aussehe. Auch verblenden. Jetzt kommt der Mund dran. Da gehe ich auch wieder mit einem schwarzen Eyeliner, am besten mit was wasserfestem, im Mund entlang und ziehe das nach außen, damit meine Lippen sehr schmal und tot aussehen. Mit einem schwarzen Lidschatten konturiere ich mir jetzt auch noch den Haaransatz und die Wangen. Damit das sehr knochig aussieht, ziehe ich das einmal wie so ein Rouge hier rüber und dann nach unten am Mund vorbei. Jetzt kommen ein paar Fältchen bzw. Risse ins Gesicht mit schwarzem Kajal und dann noch mit rotem. Hier auch am besten darauf achten, dass alles wasserfest ist, damit es dir nachher nicht verschmiert. Die Stirn ist noch so leer, deswegen kommt da ein großer Riss oben drüber. Und der rote Kajal auch noch in die Wasserlinie unten reinsetzen ins Auge, damit das Ganze ein bisschen blutig aussieht. Auch an den Lippen genau dasselbe. Jetzt kommt Wundschorf, auch von maskeberlin.de. Der ist super toll mit so einem Schwämmchen aufzutragen. Das sieht sofort aus wie so eine aufgerissene Wunde. Und das Tolle daran ist, es ist nicht wie Kunstblut, sondern es ist ziemlich sehr dickflüssig. Also das heißt, es bleibt an Ort und Stelle, wo du es ansetzt und verläuft dir nicht direkt. Ich setze es auch an Haaransatz, damit ich da noch ein bisschen Struktur und Kontur reinkriege. Und mit einem Wattestäbchen kann man das auch noch sehr gut auftragen. Unter den Augen und in diesen 3D-Wunden, in diesen Latex-Aufklebern und am Rand der Aufkleber an den Stellen, wo es jetzt nicht ganz so, der Übergang nicht ganz so sauber aussieht, wenn man da noch ein bisschen Wundschorf drumherum setzt, dann sieht das gleich noch viel besser aus. Du siehst schon, ich kann den richtig dick ansetzen und der verläuft nicht, der bleibt wirklich da, wo er ist und der wird dann auch richtig fest am Schluss. Das ist echt toll. Jetzt kommen noch Kontaktlinsen, auch von maskeberlin.de, die Blutwolf-Kontaktlinsen dazu, damit ich richtig tot aussehe und mein Ausdruck einfach noch ein bisschen gruseliger wird. Dann geht es an die Haare, da knete ich ein bisschen Wachs ein, damit die Haare fettig aussehen, wie bei einem Toten. Topiere ich sie noch ein bisschen an, es muss ja unordentlich sein und schmiere mir noch ein bisschen Wundschorf in den Haaransatz rein. Keine Angst, das ist mit Wasser abwaschbar, gar kein Problem. Die Zähne sind mir jetzt noch zu weiß, deswegen ein bisschen wasserfester Eyeliner drauf und dann sieht das richtig gruselig aus. Das war's mit meinem Halloween-Video, mit meiner Verwandlung zum Zombie. Ich hoffe, es hat dir gefallen und Inspiration gegeben. Alle Special-Produkte findest du auf maskeberlin.de. Das ist ein Hair and Make-up Concept Store für Professional und Non-Professional Make-up Artists. Zur Halloween-Zeit haben sie auch auf ihrem Online-Shop
Halloween-Produkte, richtig hochwertige Sachen. Also stöber da mal rein. Ich verlinke dir alle Produkte, die ich verwendet habe und den Shop nochmal unten in der Infobox, damit du da gleich hinfindest. Und wenn du auch ein tolles Halloween-Make-up geschminkt hast, dann verlink mich doch auf Instagram mit dem Hashtag #SoHaltHalloween. Bis dann, tschüss!